Hallo zusammen, herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute ist wieder Brautag. Heute möchte ich eine Biersorte brauen, die zu den englischen Bieren so gar nicht passt, und zwar einen Weizenbock. Und der Hintergrund dazu ist, dass ich gesehen habe, dass das Wettbewerbsbier der Meisterschaft der Hobbybrauer von Störtebeker dieses Jahr ein Weizenbock hopfenaromatisch ist. Das heißt, es geht darum, ein Weizenbier zu brauen, das etwas stärker ist und ordentlich gehopft ist, ähnlich wie ein IPA. Also statt sehr mild in der Bitterkeit zu sein, ist es relativ knackig, aber nicht ganz so stark wie ein IPA. Und es ist sehr, sehr aromatisch mit viel Kalthopfen und viel Hopfenstopfen. Ich habe bisher ein einziges Mal einen Weizenbock gebraut und das war vor 3-4 Monaten, also gar nicht so lange her. Und da habe ich es so gemacht, dass ich da 500 Gramm PL-Malz, 500 Gramm Weizenmalz und 200 Gramm Cara Wheat, das Weizenkaramellmalz, genommen habe. Und mir ist aufgefallen, dass das nach entsprechend langer Reifung, also ich mache das immer 6 Wochen warm und in diesem Falle war es, weil es draußen so kalt war im Winter, 4 Wochen kalt. Das hat eine interessante Erdbeernote bekommen und ich glaube, die kommt von dem Weizenkaramellmalz, das ja sehr viel in der Schüttung war, fast 20%. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht das, also zumindest mit diesen Kenntnissen von dem einen Datenpunkt, so als Basis nehme für meinen neuen Weizenbock, und bei dem Hopfen muss ich dann halt völlig wild raten. Also die Schüttung, die ich benutze, ist diese hier. Ich möchte wieder 500 Gramm Gerstenmalz benutzen. Dann habe ich hier oben 400 Gramm Weizenmalz, wobei ich jetzt gerade kein Weizenmalz zur Hand hatte, also ist das Dinkelmalz, das ja sehr ähnlich schmeckt und ähnlich funktioniert. Das werde ich dann natürlich für den Wettbewerb austauschen. Dann habe ich hier 300 Gramm Karamellweizen, weil ich einfach wirklich mal die volle Power spüren möchte. Und weil der Weizenbock ein Bier ist, was sehr lange reifen soll und darf, ist es vielleicht nicht verkehrt, wenn auch sehr stilfremd, ein klein wenig Röstmalz dazu zu tun. Und das hier oben ist das Amber Malt mit den 100 EBC, das ich in dem Video mit den verschiedenen Röstmalzen schon mal vorgestellt habe. Ich weiß noch nicht, wie das schmeckt. Ich weiß noch nicht, ob mir das nachher gefallen wird, aber ich kann es ja in dem finalen Bier einfach weglassen. Das sind 50 Gramm. So, die Schüttung werde ich also so einmal ausprobieren. Und wenn mir das Ganze zusagt, dann werde ich das einfach genauso wiederholen. Ansonsten kleine Änderungen, die ich dann relativ gut reproduzieren oder einschätzen kann, was sie bewirken. Bei dem Hopfen bin ich ein bisschen verloren, weil ich auch nur ganz wenig Aromahopfen von der typischen IPA-Art überhaupt im Kühlschrank habe. Ich habe mir jetzt ein Rezept rausgesucht, das für ein IPA ist, in einem dieser schönen englischen Bücher, die ich habe. Und die benutzen hier Simcoe, Cascade und Motueka. Von den dreien habe ich nur Motueka hier, den werde ich aber schon mal benutzen. Ich habe neben Motueka auch noch Target. Der ist nicht typisch IPA, aber der hat auch ein tolles Zitronenaroma. Ich habe Kalista, das wäre Grapefruit, und ich habe Kashmir vor kurzem gekauft. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Werde ich zwischendurch noch testen müssen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein deutlich IPA-lastiger Hopfen. Ich hatte ihn schon mal in der Hand und Kashmir war der erste Hopfen, bei dem mir aufgefallen ist, dass der überhaupt nicht nach Kräuter, vegetal, grasig riecht, sondern nur nach Mango. Fand ich ziemlich beeindruckend. Also der rohe Hopfen. So, wie machen die das hier? Das ist jetzt das Rezept für ein IPA. Die Bittereinheiten werden wahrscheinlich nicht zu dem passen, was ich brauche. Beim Weizenbock ich glaube Schneiders Hefeweizen. Nee, wie heißt das? Schneider, was war das? Weizenbock, hopfenaromatisch, so ähnlich hieß das auch. Der ist bei 40 IBU, also deutlich mehr als ein Weizen oder Weizenbock, aber viel weniger als ein IPA. Und so in die Richtung muss ich halt auch kommen. Also werde ich jetzt dieses IPA-Rezept mal so probieren, wie es ist. Ich rechne vielleicht gleich noch die IBUs aus, die hier sind, und werde die Gewichte entsprechend anpassen und schreibe das dann auch gleich so ins Video. Aber ich sage jetzt mal hier, was hier in dem Rezept steht. Also die benutzen Simcoe, Cascade und Motueka. Immer von jedem die gleiche Menge, und die benutzen am Anfang des Kochens für 60 Minuten jeweils 10 Gramm. Das muss ich jetzt für meine Menge durch 4 teilen, weil das hier die 4 Gallons sind. Das heißt, es wären bei mir 2,5 Gramm pro Hopfen. Bin ich bei 7,5 Gramm Bitterhopfen, die sind alle über 10%. Das wird schon ziemlich viel. Wie gesagt, rechne ich danach und ich korrigiere dann die Mengen. Dann haben sie hier 21 Gramm für die letzten 10 Minuten, 18 Gramm für das Kalthopfen, und dann stand auf einer anderen Seite noch, wenn man Hopfen stopfen möchte, dann müsste man, es stand 16 Gramm, das heißt bei mir wären es dann 4 Gramm noch für 4 Gramm pro Gallon Hopfen stopfen. So, wie mache ich das jetzt? Also ich benutze auch Motueka mit den gleichen Gewichtsangaben, die hier sind, außer mir gefallen die IBUs nicht. Ne? Und dann statt Cascade zitronig benutze ich Target.
Und statt Simcoe werde ich jetzt einfach Kaschmir nehmen, der garantiert nicht so schmeckt wie Simcoe, aber halt auch passend. Kalista hat ganz andere Alphasäuren, deswegen ist das wahrscheinlich nicht so passend. Aber Kalista hat ein tolles Aroma, Postboil, das habe ich schon öfter benutzt. Und es passt auch sehr gut zur Hefeweizen, deswegen kann es sein, dass ich das dann beim nächsten Mal entsprechend nochmal ändere. Zusätzlich habe ich, um zu gucken, wie diese Hopfen gestopft wirken, den Hopfenauszug aus denen gemacht, den ich dann bei Gelegenheit mit Kohlensäure versehen werde und probieren werde und mal gucken, wie das schmeckt. Und dann wähle ich einfach aus, welcher Hopfen mir hopfengestopft ganz gut schmeckt. Jetzt ist die Sache ja die, dass wenn ein Bier lange reift oder lange lagert, also Reifen ist das, wo noch tatsächlich Prozesse geschehen, wie zum Beispiel Jungbier, Fehlaromen werden abgebaut und Lagerung ist alles, was danach kommt. Das ist normalerweise so kalt wie möglich, damit das Bier langsam altert, wenig passiert, außer halt eben genau die Dinge, die man für lange gelagerte Biere braucht. Röstaromen werden weniger scharf und Hopfenaromen werden weniger scharf und so. Diese Prozesse, die sind sehr schlecht für deutliches Hopfenaroma, wie zum Beispiel bei einem IPA. Deswegen habe ich mir überlegt, dass es ganz clever wäre, dass ich, wenn das Bier sehr lange reift, ich das beim Abfüllen erst Hopfen stopfe. Also ich werde das für das Wettbewerbsbier sowieso in meinem großen Plastikfass machen. Hier werde ich das jetzt in einem Metallfass machen. Und ich kann das Metallfass ja problemlos 3 Tage vorher öffnen. Die Kohlensäure ist mir dann egal, ne? Das heißt, die wird entweichen. Dann haue ich da meinen Hopfen rein. Und es wird wahrscheinlich noch mehr schäumen dadurch. Und wenn sich das alles beruhigt hat, bleibt der Hopfen am besten in einem Hopfensäckchen, was ich noch nicht habe. Mal gucken, ob ich einen Teebeutel oder sowas nehme. Dann bleibt der 3 Tage in dem Fass. Und danach wird das in Flaschen abgefüllt und die Nachgärung in den Flaschen, die ich dann mit Zucker entsprechend antriggern werde, die wird nochmal den Hopfen leicht modulieren. Dass das Ganze nicht nach einem echten Hopfenauszug schmeckt, der verdammt grasig und bitter sein kann, sondern dass ich wirklich nur die Aromen bekomme. Die Hefe verwandelt ja sehr, sehr viele grasige Komponenten in aromatische Komponenten. Mal gucken, wie ich das mache. Aber das ist noch lange hin. Ich werde wahrscheinlich wieder 6 Wochen lang warm reifen, also das wird was dauern. Hauptgärung wahrscheinlich wieder eine Woche, aber das hängt ja immer davon ab, wie es ist. Also einmeischen mache ich wie immer 4 Liter Hauptguss und 3 Liter Nachguss, allerdings mit einer extra Eiweißrast bei 52 Grad. Danach werde ich das Ganze wie immer läutern. Das funktioniert auch sehr gut, wenn man diese extra Läuterrast bei 52 Grad bei dem Weizenbier einhält. Und wenn das gemacht ist, dann kommt das Ganze wieder ins Hopfen kochen und ich werde das, weil ich das bisher auch immer für Weizen so gemacht habe, 60 Minuten kochen. Ja, und dann gucke ich mal, wie es mir am Ende schmeckt und werde das ganze Rezept dann von da modellieren. Ich hoffe, ich muss nur den Hopfen feintunen, sonst habe ich zu viele Parameter auf einmal. Und ich kann bis zum Wettbewerb, glaube ich, nur 2 Sude machen, sonst wird es zu knapp. Jo, ich hoffe, ihr beobachtet mit Interesse, wie ich mich da so mit meinen Ideen rumschlage. Ich habe noch ganz vergessen, euch zu erzählen, was ich für eine Hefe benutze. Ich benutze von Imperial Yeast die Stefan Weizenhefe. Das ist, glaube ich, eine relativ normale Hefe. Die kommt halt aus Amerika, deswegen ist sie nichts, wo man dann selektieren kann, ist es die typisch deutsche oder nicht. Jedenfalls benutze ich die einfach seit immer schon für meine Weizenbiere und ich bin mit der relativ zufrieden. Wenn man wenig genug nimmt, kommt auch ein ordentliches Bananenaroma raus, wobei das bei dem Weizenbock ja auch nach 6 Wochen Reifung sehr wenig sein wird. So, aber ansonsten hoffe ich, das war von Interesse für euch. Ihr könnt zugucken, wie ich mein Wettbewerbsbier braue und wenn ihr Fragen dazu habt oder Vorschläge, immer gerne, schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal wieder, wenn wieder Brautag ist. Bis dann!